Die Hymer E-Klasse von Mercedes BLMI 780. Ich gucke mal gerade, Sie nicken. Nee, Sie nicken nicht, sondern wie? BMLI 780. Habe ich das nicht gesagt? Nein, BLMI. Ich habe genau aufgepasst, ich finde das schlimm. B-Klasse Masterline. B-Klasse Masterline I 790 QB. Na, aber das ist ein 7. Das Nee, ist aber der 7. das ist der MLI 780. Da ist er. So, auf jeden Fall ist es ein Hymer und es ist ein 2021er, ist Silber und er ist knapp 8 Meter lang, stimmt das? Ja, Ja. 7,89 Meter. 7,89 Meter. Und er ist schön, oder? Der ist sehr schön, ja. Was ist denn so schön am Mercedes? Ach, am Mercedes? Ja. Der Stern. Die Fahrweise. Die Fahrweise, der fährt gut? Der fährt gut, der fährt sich gut. Der ist schon ziemlich beliebt bei euch, ja? Der ist sehr beliebt, ja. Ihr macht die Vermietung, aber die sind noch nicht in der Vermietung, die 21er, oder? Doch, die Ja. haben wir auch schon in der Vermietung. Und was sagen die Leute? Die sind begeistert. Ist das so, dass viele Leute erstmal mieten und dann sich entscheiden, ob das okay ist? Ob das ihr Auto ist für die Zukunft? Ich denke ja. Dein Vorname? Monika. Monika von der Freistadt. Sie will nicht aufs Video, gell? Nein. Genau, so. Obwohl sie ganz hübsch ist. Ich guck mal gerade. So, da ist die Marlene. Da ist er von vorne, denn die 221er Modelle sind schon erprobt auf Mercedes-Benz-Basis. Echte Hotseller, aber hier liegen wir über 140.000 Euro. Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Hier sieht man auch von der Seite schön, man hat dort eine Einstiegstür auf der Fahrerseite mit dabei. Ja, Länge mit knapp 8 Meter. Das ist schon ein richtiges Schiff, was man hier hat, aber immer noch kompakt. Definitiv. So, hier vorne ist der Gaskasten. Das hast du schon gelernt, zwei Gasflaschen. Genau, der Platz hierfür, Außenbereich und immer abgesperrt normalerweise. So, automatische Umschaltung. Das ist der Entsorgungsschlauch. Übrigens, das ist kein Staubsaugerschlauch, wie ich mal moderiert hatte. Echt, hast du? Habe ich moderiert? Ja, das ist für den zentralen Staubsauger. Die Leute sich kaputt gelacht. Ja, ist doch wenigstens ein kleiner Humor. Dann sieht man hier die Beplankung, alles schön Alu. Das heißt also durchgehend wie aus einem Guss. Ja. Hier an der Seite habe ich nochmal Staufächer. Doppelboden durchgehend bis hinten hin. Der ist auch beheizt. Hier sind die Ablässe fürs Wasser, Ja. für den Winterbetrieb. Bin gespannt, ob wieder vom Innenbereich hier auch wieder Zugriff ist auf die Mitte. Ja, garantiert. So, und dann gehen wir mal kurz ins Fahrerhaus rein, denn hier habe ich nämlich den Zugang ein bisschen anders. Ein voll integrierter und er ist zu. Ist ja super. Dann Feste ziehen. Feste ziehen. Unten. Ganz feste. Ah, da ist das Team. Warte, ich zeig's mal gerade hin. Mit Gefühl heißt es, aber ganz feste. So, das ist die Aufbautür. Aber ist so, man will ja nichts kaputt machen, oder Marlene? Man will nichts, vor allem ich will nichts kaputt machen, nein. Das wird dann sonst teuer für meine Versicherung. So, und das ist die Integration, ist schön. Also du siehst so richtig schön, das ist das Original-Cockpit. Guck mal hier an der Seite links, wo es aufhört. Siehst du da die Integration? Das hellgraue ist Mercedes und das linke Seite ist Hymer. So, das ist praktisch schon der Hymer-Teil, der hier da ist, und das ist der Mercedes-Teil, der hellgraue. Ja. Dadurch hast du so einen ziemlich geschwungen und auch perfekt integriert. Gut, bei 100 und etwas über 40.000 Euro darf es auch mal schön sein. Ja, definitiv. Fühlt sich schön an. Hat ein Hubbett mit drin, das sehe ich jetzt schon mal. Da oben merkt man so nicht, wenn man hier drin ist. Und du hast noch genug Platz über dem Kopf? Ja. Mach mal hoch. Kommst gar nicht ran. Ja, mit den Fingerspitzen, aber ich muss mich auch schon ein bisschen strecken. Ne? So, auch hier hast du dann die Bedienung mit drin. Hier hast du dann automatisches Licht, eine elektrische Parkbremse, Multifunktionslenkrad. Alles, was die Aufpreisliste von Mercedes-Benz hergibt. Großes, nochmal hochauflösendes Display in der Mitte. Assistenzsysteme sind mit eingebaut, das sieht man hier vorne. Und natürlich die Aufbautür mehrfach auch nochmal verriegelt, an insgesamt 3 Punkten flächenbündig. Also sehr sicher. Elektrische Fensterheber sind hier vorne drin. Und das Ganze nochmal 2 Punkt verriegelt. Hymer Mobil. Ja, ich war ja mal im Hymer Museum, habe da gefilmt. Gibt es schon sehr lange die Marke. Hier ist ja das tolle M-Bux-System, was auch schick aussieht. Gar nicht so wie im LKW, oder? Nö. Das ist Wahnsinn. Hier ist wieder alles ausgenutzt worden. Ne? Sogar hier im Boden.
Neben der Beifahrerseite. Das zeigen wir gleich mal. Wir gehen mal kurz auf die andere Seite. Mach nochmal die Tür zu. So, mach mal zu. So, mach's nochmal auf. Ja. So, und nochmal zu. Und nochmal auf. Ja, komm. Also, das heißt, also leicht beherzt ziehen, kann man das sagen. Ja, auf jeden Fall, du brauchst ein bisschen Schmackes. Das funktioniert, da geht auch nichts kaputt. Nee, gut. Gut. Schaut mal kurz. So, wir gehen mal rüber. Da ist der Kofferraum. Das ist übrigens das Heck, so sieht es aus. Automotiv, Silber. Ja, Silber gefällt mir gut. Wir gucken gleich mal auf die Aufpreisliste. Wahrscheinlich ein bisschen teurer. Silber, ja, könnte sein. Und machen mal hinten auf. B780, also ein echter Mercedes mit dem Stern hinten drauf. Ja. Klassisch. Schick, schick. Und Rückfahrkamera oben. Die ist hier komplett integriert. Ja, sieht schon schön aus. So, machen wir mal auf hier an der Seite. Zentrale Verriegelung, ein Punkt auf der Seite und auch hier unten leicht gebogen. Auch nochmal was reinstecken. Vielleicht die Bürste oder den Lappen. Hier hast du auch nochmal Ablagefläche für Schuhe oder kleinere Sachen. Alles mit Edelstahl geriffelt, ausgeschlagen. Da vorne siehst du auch, wie schön das gemacht ist mit der zentralen Verriegelung hier drin. Siehst du hinten? Ja. Hast du so ein zentrales Schloss, das können wir gleich mal auf der anderen Seite zeigen. Außendusche. Außendusche, genau, wollte ich auch gerade sagen. Also richtig viel Platz. Wenn du mal reingehst, der 1,72 Meter, der Running Gag, wie groß ist Marlene? 1,72 Meter. Genau. Du kannst nicht stehen? Nein, aber Gut. leicht gebückt. Leicht gebückt. Das heißt, die Garage ist wahrscheinlich kleiner wie 1,72 Meter. Leicht. Sehr schön. Und das ist dann der Verschluss, wie er hier ist. So, andere Seite. Ach, schön hier die Integration mit der Leiste. Das Heck hinten. Steckdosen. 2 Stück. Das, kann sein, dass die zentrale Steuerung aus ist. ja, ich will gerade sagen, weil das Licht war bei dem anderen aktiviert, aber über die Zentrale, ne? So. Oh, glücklicherweise haben wir ein Kameralicht dabei. Kann nichts passieren. Genau. So. Das ist die Steuerung nochmal. Mach mal zu. Ich will mal hören, wie es klingt. Nochmal. Das klingt gut. Schön satt. Stromanschluss. Die Kassettentoilette. Hier vorne habe ich ein Staufach. Das ist auch. Meinst du, das geht auch? Könnte aufgehen, ja, wenn du ziehst. Die gute Tedford. Auch da kann man sich eine zweite mitnehmen, dann ist man noch ein bisschen autarker. Kostet um die 150 € die Kassette. Und dann kannst du eine lagern, die voll ist und beide zeitgleich entleeren. Mach mal auf unten. Die hält offen, wenn sie offen ist. Kannst du hochziehen? Das ist schon hoch, ne? Nee, weiter hoch, bis Klack macht. Weiter, weiter, weiter. Klack. So, die ist jetzt nochmal hoch. So, und jetzt ganz leicht runterlassen. Na, es kann sein, dass du ganz hoch musst. So. Ah, ich weiß wie. Wenn du mal gerade deinen Finger da oben auf diese Ablage drückst, wenn es oben ist. So, und jetzt runter. Und dann bleibt es drin. Siehst du? So, und jetzt habe ich hier den Doppelboden komplett zugänglich. Mit allem drum und dran. Riesen Doppelboden. Prima. So, und hier sind wir. Die B-Klasse MLI 780, Basispreis 107.990 €. Das Silber kostet 3.000 €. Hast du recht gehabt, ja. Der Aufpreis ist da. Der Tech Tower ist drin und richtig viel Ausstattung. Markise. Stadtantenne. Markise ist ausgefahren. Oben ist sie schon draußen. Auch die natürlich wahrscheinlich in Silber. Ja. Sehr schön.
integriert und ja, diverse Komfortpakete. Ja, wie hier steht 146.510 Euro. Das sind die technischen Daten, das ist der Grundriss. Und hier hat man die Länge, also 7,89 Meter, 2,35 Meter breit. Die Höhe sind 2,96 und die Stehhöhe im Wohnbereich 1,98 Meter und 3.480 Kilogramm im fahrbereiten Zustand und er darf 4,5 Tonnen wiegen. Ja, wir gehen mal rein. Licht ist aktiviert. So sieht das Ganze von der Seite aus. Ein voll integriertes Fahrzeug, auch hier wieder 3 Stufen. Die Aufbautür mit Fliegengitter. Mülltrennung. Gehen wir kurz rein. Dann direkt auf der linken Seite der Griff mit Spiegel. Hallo Marlene. Da sind auch direkt die ersten Schalter, die da sind. Was ist ganz unten, Marlene? Ist das eine Steckdose? Ja. Echt? Cool. Für einen Staubsauger. Zum Beispiel? Am Eingang. Ja, die erste Klappe. Machen wir auf. Denn, das haben wir schon gelernt, der Doppelboden ist zugänglich. Hier habe ich die Aufbaubatterie. Daneben kleines Fach. Der Elektrokasten, der sogenannte Elektroblock. Dann hast du hinter dir ist ein Schuhfach. Kann man direkt die Schuhe abstellen. Hier drunter, das ist dann nochmal die Öffnung für die Verstaumöglichkeit unter dem kleinen Sitz. Genau. Ja, da müsste genau das Elektro. Das sieht aus wie ein Elektrozusatzheizer, könnte sein, oder auch ein Wärmetauscher. Das ist ein Wärmetauscher, guck mal, vom Motor. Das könnte sein. Ich kann jetzt nur vermuten. Und hier hast du dann drunter nochmal Staumöglichkeit. Ja. Riesengroß. Ja, hier kann man Sachen aufhängen. Diesmal das Hubbett, das war in dem anderen nicht drin. Expander. Genau, finde ich auch gut. Kannst du vielleicht auch den Regenschirm hier nochmal dann reinspannen. Mach mal zu die Tür. Hat man das Raumgefühl bei geschlossener Tür. So, geht automatisch zu, zieht sich zu. Ja. Das ist dann die Aufbautür von innen. Und da oben hast du dann das Hubbett. Auch das werden wir gleich mal erforschen. Ja, erster Blick, so Raumgefühl, was ganz anderes, oder? Ja, aber es wirkt durch also hier die helle Farbe in dem Wohnbereich, Küchenbereich, finde ich trotzdem noch offen. Durch die helle Farbe. Aber im Vergleich zu eben, es war der Teilintegrierte, viel mehr Platz. Du meinst jetzt einfach auch durch den Deckenbereich? Deckenbereich, das heißt, die Fahrzeugbreite vorne hat sich ja verjüngt beim anderen, da war ja das Fahrerhaus, kannst du dich noch erinnern? Ja, es war ein bisschen anders, ja, das stimmt. Und hier ist komplett offen, das heißt also, Ja. das Fahrerhaus endete ja hier. Jetzt hast du ja auf der einen Seite, siehst du, wo der Streifen ist? Das meintest du vorhin auch mit Genau. den abgesetzten Farben. Ja klar, es wirkt jetzt viel tiefer, das andere hat vorne schon, im Endeffekt habe ich das Ende gesehen und hier ist es... Dann der Ausblick, du hast also hier eine richtige Panoramaaussicht. Ja. Das war drüben auch nicht so in der Form. Und alles ist viel, viel größer und viel, viel offener. Ja, du hast auch hier einen ganz anderen Beinbereich. Der Abstand zwischen den Sitzen, das, was eben passiert ist, dass du dich praktisch übereinander Genau. gabelst. Ja, das hat man hier natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich mal schauen. Ich komme auf deine Seite. Sind die Sitze jetzt hier anders wieder aufgebaut? Also das ist klar zum Schieben. Dann ist das wahrscheinlich der Der Drehsitz. Drehbereich. Ja. Der ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Noch ein bisschen vor. Gefällt mir hier persönlich besser. Guck mal, du hast die Möglichkeit, das Lenkrad noch ein bisschen einzuschieben. Ja, aber ich komme vorbei. Kommst vorbei. Ja. Geht. Komm vorbei. Warte, ich gehe auch mal rum. Dann gucke ich jetzt mal den Tisch, ob der fest ist. Ist fest. Da hast du schon gelernt, der gleiche. Ja, scheint der gleiche zu sein. Der kann
schieben und natürlich Absenken nicht, Nee. in dem Fall, weil Den- wir haben das Hubbett. Das ist der. Das Hubbett. Wir haben hier in dem Fall nicht keinen absenkbaren Tisch mehr. So, das M-Box-System von Mercedes. Auch hier Multimedia-Assistenzsysteme, die mir das Leben einfach machen. Das ist übrigens, da steckt man den Schlüssel rein in das kleine Fach da. Ja. Und mach mal leise. Da ist es, das Wetter für Oberbayern, wird es gesagt, denn wir drehen gerade in Sulzemoos bei der Freistaat. Vielen Dank auch nochmal für die zur Verfügungstellung der Fahrzeuge. Da unten hast du dann die Stereoanlage mit drin, die Integration. Dann hier vorne nochmal Ablagen, also hier kannst du Getränke reinmachen. In der Mitte ist nochmal ein Staufach Ja. mit USB-C-Anschlüssen für Tablet und Co. Das ist ja toll. Und das Ganze kann hier auch gewischt werden. Das heißt, du kannst also dann Fahrzeugeinstellungen und so weiter kann man ganz einfach durchführen. Lichtsystem, Nachtleuchten, Display, Bedienelemente und so weiter. All das lässt sich einstellen. Das mag ich. Das ist sehr intuitiv, ne? Also, Und du siehst, dieses gar keine Fingerabdrücke. Das ist auch interessant. ja. Merkst du es? Ja, ist gut gemacht. Was ich auch mag, dass es auch so schlicht clean auf einer Fläche ist und nicht überall 50.000 Schalter. Das ist das, was ich immer früher gesagt habe, ne? Diese erhobenen Abwischen. Abwischknöpfe, ne? Das habe ich immer gehasst. Ich habe es nie verstanden. Es kommt immer mehr in die Richtung, finde ich toll. So, Multifunktionslenkrad haben wir schon von der anderen Seite gezeigt. Aber zeig mal gerade hier. So, und das ist die Fahrertür. Und jetzt, wenn du mal gerade dich auf den Beifahrersitz setzt, und dann hat man hier auf der Seite, jetzt ist es ein bisschen eng, aber es geht, Ablagen, die während der Fahrt auch benutzbar sind. Genau, hier ist auch nochmal USB-Anschluss. Kannst also auch dein Handy hier verstauen, es fliegt nicht herum. So, die seitlichen Auslässe für die Belüftung der Seitenscheiben. Hier hast du einen großen Spiegel Hier an unten, der Seite. Ja. hier unten hast du auch nochmal. Boah, das geht tief runter, ne? Ja, also da passen meine Lieblingsgetränke rein. Cola, Wasser. Schön, also ein tiefes Staufach da nochmal. Ja, wenn du auch diesen Sitz mal drehst, bitte Marlene. Machen wir es gleich mal für das Hubbett fertig. Der Sitzdrehprofi mittlerweile. Also einmal hin und her und auch da mal ganz eindrehen. So, und jetzt kannst du weiterdrehen nochmal ein Stückchen. So, und jetzt kann man auch die Beine schön drauflegen. Wenn man das möchte. Und Und natürlich kann ich jetzt hier auch schön Fernsehen schauen. Fernseh gucken. Da ist der Fernseher drin. Ein 32 Zoll Alphatronics. Brrr. Der klingt wie so ein Kreuzfahrtschiff bei der Ausfahrt. Aber es ist in Wirklichkeit viel leiser, wie hier dargestellt. 32 Zoll. Der ist da optimal platziert, stört auch nicht groß. Und dann kann das Fernsehvergnügen quasi losgehen von der Seite. Wenn du mal kurz auf die andere Seite gehst. Auch da kein Problem. Ich setze mich mal hier hin auf die Seite. Also das ist so der Blick dann aufs Fernsehgerät. Und auch hier kann man sich schön die Beine draufstellen. Ja, hier hast du auch nochmal Aufladefläche. Oben. Ja. So, da sind die Sonnenblenden. Zeig mal gerade, wie das gemacht ist, wenn ich erfahre. Die Sonnenblende. Über dir, guck mal, steil nach oben. Du meinst jetzt die klassische? Da, genau, die klassischen. Die sind da und die kannst du auch runterziehen, siehst Ja, du? das habe ich schon entdeckt. Ich habe eigentlich, liebe Hersteller, warum gibt es beim Beifahrer Kein Spiegel. kein Spiegel? Kein Spiegel in der Sonnenblende. Warum nicht? Ja, weil im Wohnmobil sind ja überall Spiegel. Das ist, Ja, aber während der Fahrt. ja, So ein kleines Spiegel. Überall Spiegel. Ja, das wäre doch gut. Ich glaube, das kann man wohl mitbestellen. So, genau, wenn du den nochmal drehst, den Sitz. Jetzt geht es ja recht ruckzuck. Wieso geht der jetzt nicht? Ah,
Da geht er. Und jetzt mal zeigst, wie man den Tisch bewegen kann. Das ist nämlich richtig ein echtes Highlight hier bei dem Auto. Der ist fest arretiert. Ja, hier ist dieser Hebel, der dann nach unten gezogen werden muss. Und dann kann ich den Tisch zu mir, zu dir, nach hinten, nach rechts. Jetzt bin ich gespannt. Ah, guck mal, du kannst ihn auch tatsächlich drehen. Warte, ich stehe mal auf. Um die Achse offen. Ich mache mal gerade die Elektrik an. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Licht. Und es ward Licht. So, nochmal. Also komplett. Kannst du ihn verstellen, wie du es möchtest. Ja. Und wenn du gerade benötigst, wer wie wo sitzt, kannst du ihn dann dahin steuern. Genau. Schön. Also hier vorne sind übrigens diese kleinen Gummiteile, die kommen hier drauf. Da sieht man es. Also das ist kein winziger Aschenbecher oder so. Und das ist die Ablage für die Gummiteile fürs Hubbett. Ja, steh mal auf, mach mal gerade die Sitze nach vorne. Dann machen wir mal das Hubbett fertig. So, jetzt ist das Licht nämlich auch mal an. Das ist hier der Hebel um. Der ist auf der rechten Seite, guck mal. Ganz rechts an der Seite. Rechts? Genau, rechts von dem. Du meinst jetzt rechts? Genau, da. Exakt. Und dann kannst du es umlegen. Normalerweise sind die tatsächlich bei den anderen Herstellern immer so längere Hebel. Da andere Seite, genau. Ist übrigens auf beiden Seiten, gell? Ah, das ist der Hebel. Okay. Das ist der Hebel. So, jetzt sind sie ziemlich weit unten. Man kann also sehen, hier vorne ist die praktisch Kante, wo es drauf muss. Die ist hier drin. Und die Sitze sind jetzt unter der Kante. Ja. Ja, das müsste gehen. So, und wenn du jetzt... Das geht aber. Das ist kein Problem, weil das innen drin noch mal ein bisschen nach innen sich verjüngt, das Bett. So, jetzt zieh mal dran. Ja, also das heißt, ich muss hier wieder Ziehen, entriegeln, entriegeln und runterziehen. dann kommt das Bett. Da ist es. So. Etwas tiefer. Ja, ja. Als Ja, ich guck nur, hab ich nicht. Aber ich verstehe nie. tiefer. Das war's. So, und da steht's. Ja, du hast recht, das reicht komplett aus, da ist noch Luft. Also es muss nicht so weit nach unten gehängt, der Sitz meine ich. Damit ist aber der Bereich hier quasi tot und ist aber überall so. Ja. Hier kann man schlafen. Da können die Hunde vielleicht noch rumkrabbeln. Eigenes Fenster. Ich habe hier schön meine Lampen. Ja, wenn du mal kurz drauf gehst aufs Bett. Genau, zieh die mal aus. Ich zeige in der Weile mal schon mal die Küche, die hier an der Seite ist. Die werden wir uns gleich mal angucken. Die durchgehenden Schränke. Die Besonderheit, dass man übrigens auch Fernsehen gucken kann vom Bett aus. Da drüben. Wenn ich also hier sitze, kann ich prima noch Fernsehen gucken. Hat sich einer was dabei gedacht. Das ist der Tech Tower, der noch original verpackt ist. So, Marlene hat die Strümpfe an. Hier vorne kannst du den mal auseinander machen. Das ist nur, damit es dann gespannt wird und sich nicht einklemmt. Ja, Wahnsinn. Und die Größe ist gut? Ja? Also, ich finde es optimal. Sogar richtig groß. Könnte doch theoretisch noch, oder? Ja, Ein Vorhang eingehangen werden? Vorhang angehangen werden. Ja klar, die Schiene ist da, also dann kannst du das hier nochmal tatsächlich, wie sagst du immer so schön? Vereinzeln. Einzeln. Schön. Da vorne ist eine Lampe, mach die mal an. Auf deiner Seite auch. Einmal da, per Touch. Und einmal auf deiner Seite. Auch per Touch. Mach die mal nach unten. Die ist ja flexibel, Schwanenhals. Okay. So, dann hast du einen Lichtschalter oben, der an der Stelle ist, um die Leute zu ärgern. Nee, damit du im Bett wahrscheinlich das Licht ausmachen kannst. Mach mal. Ja, ich gehe davon aus. Ja, komplett das Licht ausmachen. Ist ja praktisch. Einer mal nachgedacht. So, mach nochmal an. Und den zweiten. Schön. Das sind übrigens diese kleinen Lampen. Wir fahren das Bett mal hoch. Die überall nochmal Leselichter sind. So, zu dir, gell? Ist leicht? Ja, also ich habe jetzt nicht, achso, die Expander habe ich jetzt nicht aktiviert. Die Expander, genau. Wenn du nochmal runter machst,
Dann die Expander in der Mitte zusammen. Nicht, dass sich da was einklemmt. So. Und dann zieht sich das quasi in die Mitte zusammen. Also nach oben, ich mach nichts, ne? Also das ist... Federleicht. Ja. Und drin. Jetzt habe ich den Platz wieder. Wahnsinn. So. Super. Ja, da ist der Elektroblock. Eine Aldeheizung drin. Warmwasser. Eine Duo-Kontrolle mit drin. Da ist sie. Und mit Elektro-Zusatzheizer. So, hier ist der Tech Tower. Und auch hier habe ich wieder einen Gasbackofen im Schnelldurchgang. Das Gefrierfach beidseitig zu öffnen. Danke. Und den großen Kühlschrank. Übrigens nochmal en Detail zu sehen in fast allen unseren Videos. Dann ganz großer Multifunktionsschrank. Kleiderschränke gibt es gleich noch mehr zu sehen mit Kleidern. Eine Kleiderstange und der Rest mit Ablage oben und unten. Beleuchtet natürlich. Dann, wenn du den Fernseher nochmal einfährst, also Küche ist komplett benutzbar, inklusive Fernseher eingefahren. Süß. So, und dann habe ich hier die Ablage für die Küche. Genau. So, mach mal Licht an. Das sind Herausforderungen. Wahrscheinlich andersrum. Ja, danke. Genau, wegen der. Wegen der Tiefe, ja. Hält? Hält. Die Lichter, ja. Guck mal unter dir. Ah ja, das sind auch noch Schalter. Da sind Lampen. Da sind wahrscheinlich Steckdosen. Ja. Mach mal auf. 3 Stück. Da kann man übrigens gar nicht genug haben. Steckdosen. Ja, 3 Stück. Und USB natürlich. Dann hast du hier noch mehr Stauraum, Stauraum, Stauraum. Also ein richtiger kleiner Liner. Oben ist die Sattanlage. Dometic. Push so on off. So einen kleinen Cockpit-Touch hier. Ein Cockpit-Touch. Wie meinst du das? Ja, wie im Flieger, ne? Im Flugzeug? Ja, wie im Flugzeug. Diese, weil sie auch so gerundet sind mittlerweile. Da vorne habe ich dann, behandeln Sie mich wie mein Eigentum. Ja, natürlich. Machen wir natürlich. 3 Flammenkocher, große Spüle mit drin. Dann jede Menge Schubladen Tollen Knöpfe wieder. mit Piezo-Zündung. Mach mal im Schnelldurchgang. Einmal da. Die Fernbedienung. Eine Truma Aventa übrigens. Meine Wärmepumpen, Klimaanlage eingebaut. Die zeige ich Ihnen gleich mal. Eine der leisesten am Markt. Nichts gegen Dometic, aber die Truma ist sehr leise. Und dann noch große Schränke überall. Prima. Guck mal, hier waren auch noch mal die Hähne. Die Absperrventile. Okay. Unten nochmal ein Fach. Genau, ich hoffe. Ja. Doppelboden. Du kommst mit- wieder an die Durchreiche links und rechts, kannst du dann. Durchladen. Also Durchladen. praktisch von beiden Seiten beladen und in der Mitte kommst du ran. Kommst auch in der Mitte ran an die Sachen. Du musst nicht wieder alles links Rauskramen. oder rechts rauskramen. Das finde ich super. Du kommst hier auch in die Mitte an die Sachen ran. Genau, und denen nochmal ganz kurz die Isolierung zeigst. Das ist nur mal so ein kleines Detail, wie schön das gemacht ist. Ja, und hier ist die Truma Aventa, die wirklich leise, ja, was heißt leise? Also sie ist verhältnismäßig leise, eine Klimaanlage. Und hier ist dann der Badbereich. Komm mal rein bitte. Mach mal das Licht an. Ein bisschen mehr Licht. Jetzt ein bisschen schöner, gemütlicher. Auch das lässt sich dimmen. Das ist das Licht über dem Spiegel, was du ganz hell machen kannst. Ich glaube, das ist es, oder? Mehr kommt nicht.
Waschbecken, 2 Schränke. 2 Schränke wieder mit Mini-Expander, wo du alles feststellen kannst, damit vielleicht das Parfüm nicht durch die Gegend schießt. Ne? So, und da ist der zweite Schrank. Der Schrank mit dem integrierten Papier-Toilettenhalter, der hier nach vorne rauskommt. Das ist echt süß gemacht. Handtuchhalter. Oh ne, ich dachte, das wäre auch noch irgendwas da drin. So, hier vorne ist noch ein Staufach. Ja. Das ist zu öffnen. Probier mal oben die Ablage. Nee, ist fest. Nee. Okay. Die Zahnputzbecher und die drehbare Tedford-Toilette, die drin ist. Dann große Dusche. Genau. Mit Handtuchhalter und großer Stehhöhe, wenn du mal reingehst gerade mal. Viel Platz, 1,72, also ich denke mal 1,80 Meter und mehr. Ja, wahrscheinlich musst du es ganz rausziehen. Nochmal. Keine Scheu. Ja, jetzt ist es drin. Muss ich jetzt mal üben. Ja, man muss es nach unten ein bisschen bewegen, Nach unten ein bisschen bewegen. damit es irritiert. Wie ein Und Gitter. dann wieder nach oben Ah, okay. zum Öffnen. So, Duschanschluss. So ein Haken, in den muss es dann da rein gebogen werden. Also eine komplett getrennte, separate Dusche. Bleib mal drin gerade. Ja. Ich zeige mal gerade das Gesamtbild, wie groß das ist. Und da hat man dann nochmal einen Spiegel mit dabei an der Tür drin. Nicht vergessen, beim Duschen muss das ja raus. Beim Duschen muss das raus. Steht zumindest hier auf diesem Teil drauf. Wahrscheinlich ist es aus Holz und hält das nicht lange aus. Genau, also das heißt, ich schätze mal, das sind auch nochmal 5 cm oder wie viel? Was meinst du bis zum Boden? Oh, wo es denn runter geht? Wo es dann runter geht. Zeig mal bitte. Wenn du mal das raushebst. Genau, jetzt müssen wir ein bisschen Platz für die Kamera lassen. Guck mal, wie tief das ist. Das ist die Tiefe. Und da ist das Duschbecken dann. Genau. Okay. Also man könnte das Holz natürlich drin lassen, aber die schreiben extra, soll es nicht tun. Ja, das ist dann natürlich. Könnte Ja, aufquellen oder. Ich denke auch, dass es mit der Zeit dann quillt. Ich würde es mal vorne tun, um eben dann, wenn man sich abgetrocknet hat, da vorne aufsteigen kann vielleicht. Mhm. Echtglas und die Dusche. So, jetzt kommen wir mal zu den wichtigsten Sachen. Kleiderschränke nochmal. Genau, also hier ist das ja wieder zweigeteilt, das heißt. Genau, wenn du mal gerade ganz zurückgehst auf die rechte Seite, dann kann ich die Kamera ein bisschen besser zeigen. Hier sind die Genau. Teller drin, Kleiderschrank. Das heißt, also spätestens dann weiß ich, hier geht's hoch. Und dann komme ich auch besser an meine Kleider ran, wenn ich das möchte. Man kann natürlich auch von vorne greifen. Großer Schrank, Sehr großer Schrank, definitiv. beleuchtet auch. Also da kriegt man auch was rein. Okay. Dann ein kleiner Schrank auf der rechten Seite. Da haben wir dann die Auch mit Licht. Machen wir Licht an. Ablagen, ja. Sehr schön. Und Sehr tief, du kriegst auch was rein. dann nochmal Stauraum. Was ist da? Hat man das schon offen? Das sieht so aus wie die Wassertanks. Ja, ich glaube, das waren die Tanks. Ja, die 2 Tanks. Grauwasser und Frischwasser. Ja, und dann die riesen Liegefläche, die hier drin ist. Jawohl, und hier wieder das Mittelstück. Wenn man das hier ergänzt, dann hast du hier nochmal die größere Liegefläche und die integrierte Treppe. Genau, da muss jetzt mal ein Stückchen rüber gehen, damit man das gut zeigen kann. Und jetzt einmal durchs Nadelöhr einfädeln. Da ist nämlich die Treppe drin. Also normal sieht das so aus. Das ist dann geschlossen. Also wenn ich jetzt hier praktisch den Bereich nutze, dass ich auf beide Teile einfach hochgehen kann. Wenn du jetzt mal hochgehst, einfach mal zeigst, wie wäre jetzt der Einstieg. Also Treppe 1, 2, 3, Popo drehen und dann einfach mal hinlegen. Genau. Dann habe ich in der Mitte ein Kissen. Auch das kann ich wegnehmen, wenn du das mal wegnimmst. Und was da drunter ist, ja, man wird das wahrscheinlich drin lassen, das Kissen. Ja, ich denke auch. Kann da ein Tablett oder sowas drauflegen. Und wenn ich dann noch mehr Platz brauche, dann kann ich hier diese Treppe rausfahren. Fahr mal raus, was du eben vorhattest. Genau, wenn du mir kurz mal Platz lässt für die Kamera, so ist gut. Prima. Die hat auch so eine Führung drin und dann wird das verlängert, damit ich dann das Zwischenstück einsetzen kann.
und könnte das dann so praktisch dauerhaft dann auch montiert lassen. Und habe dann eine große Liegewiese, Liegefläche, das Holzstück. So, und dann gibt es das zweite Keilkissen auf der Seite und montiert. Und jetzt habe ich Platz pur. Ja, also wie gesagt, da könnten tatsächlich 2 Erwachsene, noch ein Kind in der Mitte oder das Enkelchen, wenn man das wünscht. Aber in dem Fall hat man ja vorne nochmal das Hubbett. Oder halt nur 2 Leute. Hier ist übrigens schon die Fernsehvorbereitung drin. Ja, Schon nicht montiert der Fernseher und da ist noch eine kleine Hängeeinrichtung für eine Jacke oder so. Die Tiefe der Schränke, zeig mal. Schön tief. Und jetzt haben wir hier allerdings das Ausstellungslicht hier drin, deswegen ist es fast zu hell. Das Ambiente kann man im Moment nicht so gut sehen, aber man kann sich vorstellen. Ich habe also hier Leselampen, habe Ambientelicht mit drin, habe so einen Hotelcharakter quasi und jede Menge Schränke auch drüber. Schön. Und hier hast du diese Brettchen. Da müssen wir rauskriegen, wozu die da sind. Denn, also ich vermute, ja, eingezeichnet ist es ja tatsächlich. zeig mal gerade die Einzeichnung in die Kamera. Dass wir das mal sehen. Also das sind so Endplatten mit drin. Ja, also entweder am Fußende, Ja. da wird das hier eingesteckt. Oder? Oder wahrscheinlich je nachdem, wie du liegst, für das Kopfende natürlich. Ne? Mhm. Kann es sein, dass einer versetzt liegt, der andere. Also ich würde die Dinger holen als Brettchen. Als Brettchen hier? Nee, entweder so oder du könntest die auch praktisch reinstecken in die Mitte. Mach mal. Als Trenner. Als Trenner? Mach mal, würde mich mal interessieren, ob das geht. Das würde gehen. Das würde gehen, gell? Warte, ich zeig's mal gerade so von der Seite. Leg dich mal hin. Es gibt ja Ehefrauen, die wollen ihre Männer nicht mehr sehen. So, und dann wäre sie praktisch weg. Oder zur Vereinzelung von Corona-Zeiten, 2 Haushalte. Genau, 2 Haushalte. 2 Haushalte. In einem Wohnmobil. Das wäre ja sehr hilfreich. Komm, wir gehen mal raus. Dann mache ich nochmal den Gesamtdurchgang. Und ich warte draußen auf dich. Du wartest bis draußen auf mich. So. Genau, gehen wir raus. Dankeschön. So, also, das ist unser Schlafbereich. Kriegt den trotz Weitwinkel, jetzt geht's gut drauf. Also eine riesen Liegewiese, die hier mit drin ist. Richtig groß. Dann habe ich hier meinen Duschbereich mit Toilette, der jetzt komplett abgetrennt ist zum Raumbad. Habe hier dann nochmal interessantes Detail. Habe hier nochmal eine Tür, die ich zuziehen kann, die hier oben entriegelt werden kann. Eine Schiebetür, sodass der Schlafbereich komplett abgetrennt wird. Wenn jemand mal auf Toilette ist, kann er die zuziehen. Und dann hier auf der Seite die große Dusche. Und dann die Öffnung zum Raum mit Küche auf der linken Seite. Und dem Tech Tower auf der rechten Seite sowie dann der großen Sitzgruppe mit Hubbett hier oben auf der Seite. Hier ist der Elektroblock nochmal am Ausgang. Hier ist nochmal die Einzelsitzbank, die kleine. Und jetzt gehen wir raus und zeigen die Abmoderation. Da ist er. Klima B-Klasse MLI 780 für, wie er hier steht, 146.510 € in der Ausstattung mit diesen Extras mit drin. Also schon ziemlich voll. Und da sind nochmal die Daten: 7,89 Meter Länge, Breite 2,35 Meter und 2,96 Meter Gesamthöhe, Stehhöhe 2 Meter rund und 4,5 Tonnen hat der Gesamtmasse, also rund 1 Tonne Zuladung, also Höchstzuladung rund 1 Tonne. Ja,
sind fast gleich, aber doch ganz anders, oder? Ja, auf jeden Fall. Das Hubert ist ja vorne noch drin. Hat mehr Schlaf. Und hier steht ja praktisch so die Schwester dann als teilintegriertes Modell, was da ist. Der T. Vielen Dank, Marlene. Sehr gerne, Sven.